Frau Bögli, Sie haben an Ihrem 21. Geburtstag eine Nahtoderfahrung erlebt. Wie war die Vorgeschichte? Die Vorgeschichte war so, dass ich an einem Geschäftsweekend war und ich war da nicht so begeistert, dass ich da hin muss, weil eben mein Geburtstag war. Ja, wir waren dort mitten in Teamworks und Sitzungen und merkte dann, dass ich eine Blasenentzündung habe. Und ich dachte mir, ja gut, ich kuriere die dann nächste Woche und ja, machte einfach weiter. Und dann war es so, es wurde dann immer schlimmer und ich hatte dann ganz akut eine Nierenbeckenentzündung mit ganz heftigen Schmerzen und wurde auf das hin. Dann wurde die Ambulanz gerufen und ich wurde ins Spital gefahren mit Blaulicht. Ich hatte sehr starke Schmerzen und konnte kaum sprechen. Also es war recht intensiv und man hat mir dann noch im Rettungswagen dann die Infusion gelegt. Ich wurde dann ins Spital gefahren und man sagte mir, ja, ich werde jetzt in einen Raum gebracht, dort soll ich warten und dann kommt ein Arzt, der mir dann die Nieren untersuchen wird und einen Ultraschall machen wird. Ich solle warten. Der Arzt kam dann viele Minuten später rein, sah mich an und erschrak. Und er schaute am Boden und dann kam er zu mir und drehte da irgendwas an meinen Schläuchen und meinte einfach, es gab einen Riss im Infusionsschlauch und dementsprechend wurde statt Infusionsflüssigkeit reingeführt in meinen Körper, wurde Blut richtig rausgesogen. Ich hätte eine große Menge Blut verloren und das Beste wäre, ich würde einfach nicht hinschauen und er würde sofort Hilfe holen. Und ja, er rannte dann raus aus dem Untersuchungsraum und ich hörte dann einfach, wie er schrie, Hilfe, Raum so und so, alle, die können, sollen vorbeikommen. Und ich dachte dann einfach an seinen Ton an, ja, das ist irgendwie speziell. Und ich dachte mir, ja, ich bin da nicht so empfindlich, was Blut anbelangt. Ich riskiere mal einen Blick und ich schaute dann so neben meine Liege und erschrak dann sehr, weil es war ja ein nicht kleiner Raum und der ganze Boden war voller Blut. Und dann dachte ich mir einfach so einen Moment, ui, ja, das ist sehr viel, das ist eine große Menge, die da liegt. Auch wenn man vielleicht die Flüssigkeit von der Infusion noch dazu rechnen würde, trotzdem, das ist sehr viel. Und ja, dann auch wie die Ärzte reagierten, also der Arzt, der mich untersuchen wollte, der Pfleger, alles kam und putzte dann das Blut zusammen. Ja, war speziell. Und die weitere Geschichte war dann so, ich wurde dann nicht mehr untersucht dort, sondern in die Intensivstation gebracht, wo ich dann dort lag und so, wie man das kennt von der Notfallstation, also man hat also links und rechts einen Vorhang und wird angeschlossen an die Geräte und überwacht und ja, dort war das dann so, ich hatte sehr, sehr starke Schmerzen immer noch, physische Schmerzen und wusste nicht, wie ich sein konnte, wie ich liegen sollte. Es tat einfach ja, extrem weh und also im Nachhinein hatte ich noch 3 Geburten und es war also, ja, es ist nicht beschreiblich, die Schmerzen, die ich da hatte. Und dann war es aber plötzlich so, dass dann wieder Raum wechselte. Und zwar war das so, plötzlich hatte ich keine Schmerzen mehr. Und es war, als würde der Raum hinter mir aufgehen und die Wände, also die Vorhänge vom Raum, die waren plötzlich aufgelöst und ich war wie in einem anderen Raum. Und ich sah mich also nicht von oben oder so, sondern ich war wirklich direkt also als Seele in dem anderen Raum und das war einfach, ja, es war sehr, ja, ich würde sagen, unbeschreiblich, mit menschlichen Worten nicht so gut beschreibbar. Also Sie haben gesagt, Sie wären als Seele in dem anderen Raum. Haben Sie Ihren Körper dort noch wahrgenommen, Ihren irdischen Körper? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Also ich war absolut losgelöst von dem Körper. Ich sah ihn auch nirgends mehr, wie das andere berichten. Also ich war auch nicht in einem Tunnel oder so, sondern ich war direkt wie im nächsten Raum. Und das war pures Licht. Ich würde es vielleicht so beschreiben, wie ein ganz hellgelbes, sehr starkes Licht.
was aber weder blendet noch irgendwie zu heiß ist oder so. Es ist einfach, ja, es ist Geborgenheit pur dort. Es ist Liebe pur, einfach bedingungslose Liebe, Freiheit, Grenzenlosigkeit. Ja, es ist unbeschreiblich schön und bei mir war es dann so, dass ich zuerst einfach einen Moment, ja, diesen Ort, diesen Zustand genießen durfte. Ich nahm zuerst auch noch keine anderen Wesen wahr oder so, sondern ich war einfach in dieser Geborgenheit, schwebte ich. Und dann war es wie ein bisschen ein Rückruf, so hallo, du bist da noch nicht ganz fertig, es kommt noch was. Und dann habe ich einen Engel wahrgenommen, also ich würde jetzt so beschreiben, ein bisschen auf meiner linken Seite. Und zwar war das so, das war nicht ein Engel, wie er abgebildet wird auf Bildern oder so, sondern es war einfach wie eine formlose, weiße Gestalt. Und um diese Gestalt herum ein goldener Schimmer und wie ein goldgelb leuchtender Glanz um diese Erscheinung. Die war auch riesengroß und die war wie, ich nahm sie so wahr wie als mein Begleiter in dieser Phase. Mhm. Und dieser Engel hat mir dann wie gezeigt, was auf der Erde noch ist, also dass ich da ja noch nicht ganz fertig bin. Und ich ging dann wie meine Situation, wie ich sie auf Erden zurücklasse, anschauen. Und ich sah die Wohnung buchstäblich mit der schmutzigen Wäsche, die ich hinterlasse. Ich sah meine Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind vom Monat. Und ich nahm einfach meine ganze irdische Situation, wie sie war, nahm ich 100%ig wahr. Und zwar mit einem, ich würde sagen, mit einem gesteigerten Bewusstsein, also mit ganz scharfen Sinnen. Und ich habe das wie dreidimensional gesehen. Also ich war wie ein Moment in meiner Wohnung, ich konnte mich wie vom irdischen Dasein verabschieden als solches. Und dann wurden mir auch noch meine Nächsten gezeigt. Also ich durfte mich dann ganz bewusst noch verabschieden bei meinen Liebsten. Und dann wurde mir bewusst, was es bedeutet für die Hinterbliebenen, weil die Situation war noch speziell. Zur selben Zeit war ich, als ich dort war mein Vater mit Leukämie, mit einer unheilbaren Form, im einen Spital. Meine eine Großmutter war ebenfalls schwer krank in einem anderen Spital und mir wurde bewusst, jetzt sterbe ich einfach und das wird jetzt ganz hart für meine Hinterbliebenen, weil der Fokus, der war auf ganz anderen. Also mein Vater war schon Monate krank und es drehte sich alles um seine Gesundheit, respektive Krankheit und um Blutwerte und um alles Mögliche und dann auch die Sorgen um die Großmutter und jetzt sterbe ich einfach so und gehe. Und ich wusste, das wird hart für sie. Und trotzdem, also ich wusste genau, wie das für jeden Einzelnen schlimm sein wird, wusste ich trotzdem, es ist okay so. Es ist okay, wenn ich jetzt gehe. Also, haben Sie Ihren Vater auch gesehen? Ja, also ich habe aber alle meine quasi Hinterbliebenen, die ich hinterlassen hätte, habe ich gleich gesehen, also gleichwertig, egal ob die gesund oder krank waren. Und ich habe sie auch nicht gesehen, so wie sie in dem Moment irgendwo waren, sondern ich habe sie auch wieder so wie dreidimensional als ihre Seele gesehen und konnte mich verabschieden von jedem Einzelnen. Und ja, das war noch speziell, weil ich fühlte, ich hatte die ganze Zeit, die ich brauchte. Also es gab da keinen Stress und ich dachte nicht, oh hopp, hopp, jetzt musst du dich verabschieden, ja, der Engel wartet oder so, sondern ich hatte wirklich Zeit, das von ganzem Herzen und sehr bewusst zu tun. Ja. Und als das dann fertig war und ich mich von allen verabschieden durfte, dann wendete ich mich nochmals dem Engel zu und sagte ihm ganz bewusst, wenn jetzt Zeit ist für mich zu gehen, dann komme ich mit.
Und dann, ich hatte keine Sekunde Zeit, dann machte es einfach Wumm und ich war ganz schmerzhaft zurück in meinem Körper. Und ja, das war, das war recht hart. Also ich hatte da keine Wahl. Für mich war wirklich klar, jetzt werde ich weitergehen, jetzt werde ich sterben und dieses Leben hinter mir lassen. Und ja, es ging dann weiter und das war im ersten Moment, es war sehr hart, weil einerseits die physischen Schmerzen wieder da waren und andererseits auch, es tat richtig weh, in diese Begrenztheit zurückgehen zu müssen. Also in diesen Körper, der eigentlich für eine Seele viel zu klein ist, in eine Welt, die eigentlich viel zu kalt ist und zu starr ist und einfach im Vergleich zu der Wirklichkeit, die danach herrscht, ja, war es recht happig, das Zurückkommen. Und trotzdem auch schön, also es war trotzdem auch schön, dass ich noch eine Runde bleiben durfte. Was für Auswirkungen hatte diese Erfahrung auf Ihr weiteres Leben? Es hatte vielschichtige Auswirkungen. Also die Angst vor dem Sterben, die wurde mir da 100%ig genommen. Also ich durfte erfahren, dass wenn wir gehen, dass das immer auf Seelenebene zum richtigen Zeitpunkt ist, egal wie alt wir dann sind, wenn wir gehen und egal, was wir vielleicht noch aus irdischen Augen schon alles erreicht haben oder eben nicht. Auf Seelenebene stimmt das dann 100%ig. Das ist sicher mal die Grundauswirkung. Ich durfte auch erleben, dass jeder Tag, den ich hier habe, ein Geschenk ist. Ganz egal, ob dieser Tag gut ist oder ob er schwierig ist oder ob ich gerade mitten im Fluss bin oder ob ich gerade große Probleme habe. Es ist einfach jeden Tag ein Geschenk und das Bewusstsein, dass es irgendwann zu Ende geht, das gibt mir auch einen großen Wert. Also, dass ich nichts verschiebe oder dass ich einfach bewusst die Tage hier erlebe und möglichst genieße. Ja. Sie können seit einiger Zeit Geistwesen wahrnehmen. Diese Fähigkeit kam so stückweise. Und zwar zuerst konnte ich nur meinen Großvater wahrnehmen und dabei blieb es zunächst auch. Und mit der Zeit wurde das dann immer größer, diese Wahrnehmungen. Und ich durfte in den letzten Jahren auch wirklich viel an mir selber arbeiten und meine Sinne entwickeln und trainieren, sodass ich wirklich die geistige Welt sehr scharf und sehr gut wahrnehmen kann, über verschiedene Kanäle. Also ich kann sie visuell wahrnehmen, ich kann sie auch über gesprochene Worte oder Geräusche wahrnehmen, die sie mir zeigen, über Gerüche, je nachdem, ja, was ich gerade wahrnehmen kann. Seit wann hat sich diese Fähigkeit entwickelt? Es begann vor etwa 10 Jahren und wurde eigentlich immer intensiver. Und zuerst habe ich diese Fähigkeit nur für mich genutzt und für meine Themen zu klären, die ich im Leben habe. Und für mich selber ein bisschen aufzuräumen. Und später kam dann auch wirklich das Bedürfnis und der Wunsch, das nach außen zu geben und das in Einzelsitzungen und Kursen mein Wissen weiterzugeben. Was sind für Sie die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie aus dieser NATO-Erfahrung gewonnen haben? Für mich war ganz speziell die Erkenntnis, dass wenn wir sterben, dass das dann nicht so ist, dass wir hier weggerissen werden oder dass wir hier weggehen, sondern wir kehren heim. Und das war für mich sehr schön. Also wir kehren zurück nach Hause sozusagen, wenn wir dann hier wieder weitergehen. Frau Bögli, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.